Die Sonne scheint. So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir dachten, wir nutzen noch die letzten Sonnenstrahlen der schönen Novembertage. Es gibt heute geballte V10 Power. Wir haben zwei E61 M5, 20 Zylinder, 1014 PS. Beides Kombis. Einer ist meiner, einer ist von einem Kunden. Ich wollte eigentlich die eine Szene mit JP damals, als er bei uns war mit dem V10 und meinte, bist du sowas schon mal gefahren, diesen Handschalter? Ne? Das haben wir auch schon, ist, dass ein Schaltgetriebe drankommt. Und das macht für mich an diesem Motor schon einen riesengroßen Unterschied aus. Aber bist du schon mal einen M5-Schalter gefahren? Nein. E60? Nein. Ne? Ist geil? Nee. Und ich meinte ja, und wie fährt sich das nicht gut? Ja, dachte ich nutze das jetzt mal als Aufhänger und zeige euch jetzt mal wirklich die Unterschiede zwischen SMG und Handschalter. Den hat nämlich unser Kunde umbauen lassen und jetzt nicht von uns, sondern der war vorher schon, der war jetzt nur für eine kleine Inspektion, einen Check da. Und deswegen fahren wir jetzt gleich zusammen, beide Autos. Ich erzähle euch ein bisschen was dazu, wie sich das tatsächlich verhält, weil ich glaube, so einen Vergleich hat es bis jetzt im Netz noch nicht gegeben. Deswegen machen wir das heute für euch. Gutes Wetter, zwei schöne Autos, zwei coole Typen. Ja, ich würde einfach sagen, ich stelle euch ganz kurz die Autos vor, weil das Interessante dabei ist auch einfach, wir haben hier zusätzlich noch eine Carbon Airbox, zumindest oben laminiert. Im Grunde werden die Airboxen aufgeschnitten, die Oberteile abgenommen und dann mit Carbon dann wieder verschlossen, mit Carbondeckeln. Und ich habe die Eventuri-Ansaugung. Auch da das Ansauggeräusch, beide Schaltgetriebe, beides vergleichen. Ich habe noch einen Eisenmann, er hatte eine kleine Modifikation noch an seinem Auspuff. Das sind jetzt einfach zwei unterschiedliche Konzepte. Ja, trotzdem zwei sehr seltene Autos. Ich glaube, zusammen werdet ihr sie nie auf der Straße sehen. Ja. Und ja, ich würde sagen, let's fetz. Wir steigen jetzt direkt ein. Wir fahren jetzt gleich zuerst mal das SMG-Auto und dann den Handschalter. Ja, damit ihr auch einen schönen Vergleich habt. Und dann zeige ich euch eben jetzt ganz kurz noch den Motorraum mit der Airbox. Hier die Eventuri-Nummer. Und dann würde ich sagen, fahren wir direkt los. Also, mitkommen. Guck mal hier. Siehst du? Ihr seht das hier sehr, sehr schön. Hier unten ist die alte Airbox, ne, wird dann aufgeschnitten und dann kommen diese Oberteile drauf. Und dadurch, dass es so dünn ist, hört man einfach das Ansauggeräusch sehr, 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 sehr schön. Ne, ist ja werkseitig mit der originalen Airbox, den originalen Luftfiltern, finde ich, ist ein bisschen mau. Dazu dann die Geschichte. Ganz normal Eventuri, ne, kennt ihr ja, könnt ihr bei Malte bestellen. Finde ich, lohnt sich immer. Lasst sie aber auch eintragen, ja, sehr, sehr wichtig, damit es dann nachher kein Theater gibt. Also ich bin mit dem Setup sehr, sehr zufrieden. Man merkt aber auch, dass der Eisenmann dabei deutlich dumpfer klingt als er hier. Ne? Aber zeigen wir euch gleich noch im Video. Ihr werdet den Unterschied hören. Und dann, ja, was haben wir hier? Wir haben hier einen Saphir schwarzen, da haben wir einen Alpin weißen. Und ich finde, bessere Farben hätten wir uns eigentlich fast gar nicht aussuchen können, um genau diesen Unterschied zu zeigen. Ich meine, ihr hört es ja jetzt direkt schon, dass der Eisenmann ein bisschen, ja, klingt recht dumpf. Das ist auch die Sportvariante, aber auch so noch wirklich sehr, sehr human zum Fahren. Ich meine, wenn du Langstrecke fährst, haben wir jetzt nach Südfrankreich gemacht im Juli, dann nervt das halt manchmal schon, wenn du ein bisschen untertouriger unterwegs bist. Aber geht vollkommen klar. Ganz kurz zu dem Auto. Ich meine, ihr kennt den jetzt schon aus ein paar Videos. Das ist ein 2007er 61 M5. 10 Zylinder, 507 PS, alles klar, soweit bekannt. Der hat jetzt runter 144, der andere hat 255 und ich habe das jetzt deswegen mit dem Video gemacht, weil erstmal, klar, bietet sich die Möglichkeit jetzt und zweitens hatte der Mirko das Auto gemacht und hat dann die Probefahrt damit gemacht und kam zu mir und sagt, Hermann, ey, die Kiste fährt sich so gut, du musst unbedingt mal fahren. Und der große Unterschied ist im Grunde, wir haben hier das SMG, ist ein 7-Gang-Getriebe. Ja, hier über Schaltwippen, eigentlich ein sehr, sehr kompliziertes Getriebe, teilweise auch nervig zu fahren, weil es einfach nicht so mega komfortabel fährt. Der andere ist natürlich ein handgerissener 6-Gang-Schalter. Getriebe ist aus dem 92 M3, aus dem V8, aus dem E92 M3. Das passt auch problemlos auf den Motorblock hinten drauf, beziehungsweise dann auf die Kurbelwelle, klar. Kann man so Plug and Play machen. Man braucht halt nur das 2-Massenschwungrad vom 92er M3 und die Kupplung. Natürlich dann hier ein bisschen Pedalerie nachrüsten. Und die Kardanwelle muss verlängert werden. Das ist ein bisschen tricky, musst du nachher auch vernünftig wuchten. Und was bei diesem Umbau einfach so mega kompliziert ist, man muss dem Fahrzeug sagen, dass er kein SMG mehr hat. Ne? Weil hier ist ja so viel miteinander vernetzt. Auch hier diese ganzen Tasten fallen ja nachher weg. Du hast ja im Grunde nachher nur den Schaltknopf. Und mir hatte der Kunde gesagt, ihm war wichtig, dass der Umbau perfekt umgesetzt wird.
deswegen hat er sich das auch ein bisschen was kosten lassen. Er hat letztendlich dafür 13.000 € bezahlt. Ich weiß nicht, ob ich das so machen würde. Mir wäre es das nicht wert. Aber das Ergebnis ist einfach so geil gelöst, dass man das zumindest mal zeigen muss. Weil es gibt ja diese Limousinen mit Handschalter. Die wurden auch nur in Amerika ausgeliefert. Und den Kombi habe ich nur in einem Video aus England mal gesehen. Wurde jetzt vor kurzem, ich würde sagen vor einem Monat gepostet, aber auch ein Umbau mit einem Handschalter. So, das ganz kurz dazu. Was gibt es noch zu sagen? Sind beides 2007er Fahrzeuge. Der Weiße hat noch einen iDrive drin. Hatte ich, was heißt iDrive? Ein CCC mit den Stationstasten. Ich habe hier umgebaut auf das CEC mit Bluetooth-Anbindung für Smartphone, sodass du auch Musik abspielen kannst. Das hat der andere nicht. Ich finde aber, das ist immer ein Umbau, der sich wirklich immer lohnt. So, jetzt sind wir hier ein bisschen unterwegs. Power-Taste an. Guck mal hier, wie schön. Das war vorher meine Laufstrecke, als ich zum Laufen gegangen bin. Das ist aber echt schön, ey. Malerisch hier. Ja, total. Jetzt lade ich mal ganz kurz durch. Pass auf. Nimmt den Klang im Innenraum schon sehr, sehr schön wahr, ohne dass es draußen zu laut wird. Ne? Und ich finde, man kann sich auch trotzdem noch immer sehr, sehr gut unterhalten. Ich finde, es gibt da draußen so viele V10, die so irre laut sind, aber die kommen jetzt so nach und nach von der Straße runter, weil das wirklich irre ist. Und deswegen finde ich, für mich persönlich, ich meine, ihr könnt es anders sehen, aber für mich persönlich muss ein Auto, klangtechnisch kann man immer ein bisschen was machen, aber es darf nicht zu laut sein. Für mich ist es immer wichtig, dass man immer noch telefonieren kann, dass man sich unterhalten kann während der Fahrt. Wenn man es sowieso übertreibt, dann holen euch die Sheriffs einfach von der Straße und dann ist die Kiste sichergestellt und dann muss halt wieder zurückbauen. Ne? Also ich finde, man kann mit ein paar Tricks kann man beim V10 echt schön was rausholen. Was hier jetzt einfach gerade zu dem 7-Gang SMG, ich meine, ihr merkt jetzt hier, wir fahren noch verhältnismäßig easy. Ich bin aber auch immer ein Freund davon, immer von Hand zu schalten. Wenn wir nämlich in den Automatikmodus gehen, na, kann man hier noch die Fahrstufen bzw. die Schaltgeschwindigkeiten verstellen. Aber wenn er dann alleine schaltet, finde ich, wirkt das SMG sehr unruhig. Es ist weit davon entfernt, ein Wandlerautomat zu sein von dem Schaltkomfort. Und deswegen einfach immer per Hand schalten, dann funktioniert das auch ganz gut und dann geht es von dem Getriebe her. Das war ja lange Zeit verpönt, im E46 M3 ja auch, im E36 M3 kannst du fast gar nicht fahren. Und den gab es halt tatsächlich nur mit SMG auf dem europäischen Markt. Ich bin ja gestern mit dem Weißen gefahren und ich habe mich gewundert, warum der mit knapp über 250.000 sich noch so schön fahren lässt. Natürlich ist schon über die Zeit her ein bisschen Wartung da reingegangen. Und dann, ich hatte meinen jetzt, glaube ich, fast eine Woche nicht gefahren und dann bin ich mit dem Weißen los und dachte, boah, der wirkt aber ein bisschen straffer, ne? Von den, was heißt straffer, nicht ausgelutscht. Ne? Und dann habe ich mich hier reingesetzt und da ist echt kein Unterschied. Und dabei siehst du einfach auch, dass der E60 vom Fahrwerk, von den Dämpfern, oder 61 halt in dem Fall, also wirklich sehr, sehr robust ist. Du kannst damit echt scheinbar weit, und ich meine, ihr kennt das bei den normalen Limousinen und Tourings, die sind eigentlich sehr, sehr unauffällig, was die Achsen und die Dämpfungen anbelangt. Da muss man so viel nicht machen. Das hält also wirklich schon sehr, sehr lange, das ganze Zeug. Aber tanken bei den Autos, ey, macht gar keinen Spaß. Gar keinen Spaß. Gerade momentan. Tankst jetzt für 2 Euro ein Liter und ich kann dir gerade sagen, 18,4 Liter. Auf 100. Boah. Das ist ein 65 Liter Tank. Könnt ihr euch ausrechnen, wie weit du damit kommst, und das ist auch ein Durchschnitt. Wenn du hier wirklich richtig durchlatschst und irgendwie nachts mal auf der Bahn unterwegs bist und es ist frei, kannst du eine Tankfüllung, 250 Kilometer ist die platt. Aber auch geiles Wetter, ne? Die ganzen letzten 2 Wochen war gut. Wirklich gut, ey. Ja. Ich bin extra in Urlaub abgehauen, weil ich dachte so, ey, okay, ab November, ne, wird schwierig, fährst du mal eben woanders hin, tankst ein bisschen Sonne und dann sind wir geflogen und sind dann im Urlaub und dann hörst du hier nur, ey, Bombenwetter, 15, 17 Grad. Sogar mal 22 Grad in Köln gewesen, ey. Schön für dich in Köln. Ja. Ganz kurz nochmal zu dem Auto. Unterschied zu dem Weißen. Der hier ist tiefer gelegt, wir haben H&R-Federn vorne, 30 tiefer und hinten dann ganz normal die Hinterachse abgesenkt.
und wir haben hier 20 Zoll AC-Schnitzer Typ 5. Soweit wie ich das weiß, wurden die Felgen damals auch bei Fuchs in Meinerzhagen gefertigt, genauso wie das originale Rad auch. Ja, egal ob das jetzt Styling 166 oder 167 ist, dieses 167er ist dieses sogenannte M6 Rad. Und deswegen habe ich mir auch die hier gekauft, weil sie einfach von der Fertigung spitzenmäßig gemacht sind. Die sind auch nicht zu schwer. Ja, und passen einfach zu dem Auto sehr, sehr schön. Ich hatte auf dem 60er M5 mal einen 21 Zoll Hartgeradsatz drauf, der auch wunderschön auf der Limo aussieht. Aber du merkst einfach, dass die Rad-Reifen-Kombination bzw. die Räder insgesamt einfach sehr, sehr, sehr schwer sind. Vom Styling her sehr schön, aber viel zu schwer. Und jetzt laden wir gleich mal richtig durch. Hier ist unbeschränkt. Ja. Findest du es persönlich zu laut? Nee, also sehr, sehr angenehm. Es geht noch, ne? Ja, er schreit dich nicht so an. Und das ist auch das Schöne beim SMG, der macht das Zwischengas von selbst. Ja. Weil ich auch echt ein bisschen das Gefühl habe, dass der hier mit der Zeit einfach immer schwächer wird. Von der Power meinst du jetzt? Ja. Das merkt man schon, deswegen hatte ich auch überlegt, jetzt vielleicht im Winter den Motor mal zu machen. Man hat es einfach so ein bisschen im Gefühl. Ich finde sogar, dass der Weiße flotter unterwegs ist als der, wobei man auch sagen muss, dass der Weiße schon einmal den Motor gemacht bekommen hat. Und deswegen war der auch bei uns, weil die Abdichtung zwischen Block und Badblade nicht ideal gelöst worden ist. Ich glaube, die haben da damals die O-Ringe nicht neu gemacht und deswegen haben wir da einen leichten Ölverlust zwischen Motorblock und Badblade. Und deswegen war der Kunde auch bei uns, damit wir feststellen, woher das Öl kommt. Ja, auf jeden Fall finde ich, läuft der andere knackiger als der hier. Da sehen wir ja gleich. Ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass du einfach gut gefrühstückt hast und einfach ein stabiler Typ bist und wir zu viel Gewicht mit uns mitschleppen. Ja. Also ich persönlich, als ich gestern den Handschalter gefahren bin, dachte ich echt, oh wow, okay, das ist richtig, richtig gut gelöst, weil der Grund, warum ich dem JP damals gesagt habe, nee, geht gar nicht, war, weil wir nämlich einen M5 hatten, einen Ami, und ich finde, die Kiste war schon so ein bisschen ausgelutscht, jedenfalls das Getriebe hundertprozentig oder die Getriebelagerung oder vielleicht das Schaltgestänge, dass sich das nicht so schön präzise schalten ließ wie in dem anderen jetzt. Und deswegen kam auch diese Äußerung und ich habe es damals echt, als ich das Auto gefahren bin auf Abschlussfahrt, fand ich das irgendwie gar nicht cool. Und ja, also lieber JP, wenn du zuschaust, ich glaube, dass deine Supra da, oder was war das? Ich glaube, Supra war das, ne? Mhm. Dass sie mit dem Getriebe sich hundertprozentig richtig, richtig schön fahren lassen wird. Auch so im Stand, nicht zu laut, ne? Sehr ruhig. Das ist auch wichtig, wenn du durch die Stadt fährst. Ich meine, hier Ruhrgebiet, ne, Köln, Düsseldorf, Dortmund kannst du sowieso komplett haken. Was ist denn sonst noch? Ich meine, ich weiß nicht, wo die Polizei dann sonst noch so hart drauf ist, aber du kannst mit dem Auto wirklich vernünftig in die Stadt fahren, ohne dass es wirklich zu laut ist und es einfach auffällig ist. Ja. Ja. Ja, ich kenne es jetzt nur aus Düsseldorf. Bitte? Da gibt es ja immer diese schöne Einheit, die da jeden rausfischt. Ja, genau. Und einmal Mist. Auf der Köh dann immer alles dicht gemacht und tschüss. Aber das meine ich, dieses Brummen finde ich persönlich manchmal nervig. Hält's fest? Mhm.
schön finde wie bei der Limo, ist einfach die Tatsache, dass die Hinterachse luftgefedert ist. Und deswegen fahre ich die Dämpfer dann immer komplett auf hart, wenn es darum geht, auf der Autobahn ein bisschen flotter unterwegs zu sein. Weil wenn du wirklich auf der weichsten Stufe fährst und du hast dann so ein paar Bodenwellen, dann finde ich, verhält sich die Hinterachse sehr, sehr eigenartig. Und deswegen, um das irgendwie so ein bisschen in den Griff zu kriegen, stelle ich die immer komplett auf hart. So, der einzige Unterschied ausstattungstechnisch bei den Autos, oder beziehungsweise der Vergleich zwischen den beiden ist jetzt im Grunde, der hier hat noch Soundsystem individual, Panoramadach und Soft Close. Ansonsten sind die Autos, gut, bis auf die Außenfarbe identisch. Ne? Wir haben die gleichen Sitze, wir haben die gleichen Interieurleisten. Gut, CC hatte ich schon gesagt, dass ich das umgebaut habe. Ansonsten halt auch Fernlichtassistent, Multifunktion, Head-Up hat der M5 sowieso immer Serie gehabt. Und ja, das sind so im Grunde so die großen Unterschiede. Und klar, er hat jetzt hier die originale Bereifung-Styling 166. Das ist diese Parallelspeiche. Und da scheiden sich am Ende auch so ein bisschen die Geister. Ist am Ende auch eine Geschmacksfrage, ob man das Rad fahren möchte oder die 167er. Muss jeder am Ende selber wissen. Ja. Aber auch hier jetzt mit den 20ern finde ich nicht, dass man hier irgendwelche Komfort-Einbußen hat, sondern es fährt sich wirklich immer noch schön vernünftig, er dämpft vernünftig und es ist nicht so knochenhart. Na, also fährt sich immer noch schön neutral das Fahrzeug. Dann steigen wir jetzt gleich mal in den anderen. Jetzt gleich steigen wir in den anderen und dann wirst du auch direkt merken, dass das Auto sich einfach anders fährt. Okay, ich bin gespannt. Vom Klang halt auch. Ja. Siehst du, wir fahren jetzt los, man merkt direkt, der brummt nicht so im Innenraum wie meiner. Hast recht. Ja, ne? So, ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal erstmal auf die Autobahn. Ja. Weil man hier auch direkt merkt, der lässt sich wunderbar kuppeln, schalten und so macht die ganze Geschichte Spaß. Ne? Nachher so hast du beim i39 M5 oftmals, wenn du noch nie wirklich was am Getriebe oder Schaltgestänge gemacht hast, dann hast du so viel Spiel einfach auch in dem Schaltknauf und dann wird das einfach unpräzise. Aber hier ist super geil, siehst du gekuppelt, zack, einen Daumen hoch. Ganz entspannt. Total entspannt. Und das hat mich halt einfach so ein bisschen überrascht, muss ich tatsächlich sagen. Weil immer wenn es dann heißt, ja, hier Getriebe, Umbau, egal jetzt ob E46 oder was, ne, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, aber eigentlich total unbegründet, wenn es dann vernünftig gemacht ist und wenn man auch an den richtigen Stellen dann entsprechend die paar Euros am Ende nicht spart. Weil letztendlich willst du mit so einem Auto sportlich unterwegs sein, ja? Wenn du aber nachher nicht sportlich schalten kannst, dann ja, finde ich, macht sowas oftmals wenig Sinn. Aber vom Klang innen ganz anders als meiner, ne? Mhm. Ruhiger irgendwie. Ja. Hier merkt man einfach, dass das Geräusch vorwiegend von vorne kommt. Ne? Mhm. Bei mir ist das ein bisschen anders. Gut, hier ist auch das Konzept ein bisschen anders als bei mir. Und der Kunde wollte einfach, dass das Auto eher diesen Formel-1-Sound bekommt. Ne? Er hatte mir selbst gesagt, der Eisenmann ist für ihn zu dumpf, wo er auch tatsächlich vollkommen recht hat. Aber man müsste sich vielleicht bei mir noch überlegen, ob man da krümmertechnisch irgendwas macht. Aber dann wird das schon wieder, dann kannst du es nicht eintragen, das ist dann auch wieder Käse. Ich glaube, letztendlich ist das ähnlich wie bei einem Radsatz. Das ist halt am Ende Geschmackssache. Ne? Der eine mag es so, der andere mag es wieder anders. Aber ihr seht, auch hier mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe, das ist ein ganz, ganz entspanntes Fahren. Und durch die unterschiedliche Abstufung der Gänge, ne, weil du hast ja sonst 7, hier hast du 6. Und ich finde die Abstufung von dem 6-Gang-Getriebe aus dem M3 funktioniert tatsächlich sehr, sehr harmonisch mit diesem Auto. Ich hatte eigentlich die Befürchtung, weil mit dem letzten M5 mit dem Handschalter bin ich jetzt so viel nicht gefahren. Und meine Befürchtung war einfach, dass du einfach bei dem V10, der ja unten raus wenig Drehmoment hat, wei. Ey. Halleluja, ey. Der stand halb bei uns auf der Spur, der LKW. Aber warum? Habe ich dich gefragt, ist irgendwo ausgewichen, aber der ist richtig so. Der hat gepennt. Hat wahrscheinlich auch ein Filmchen geguckt. Ja gut, ne? Oh Gott, ey. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Jedenfalls passt die Abstufung des Schaltgetriebes sehr, sehr gut. Ich hatte eigentlich die Befürchtung, dass du bei dem V10 zu viel schalten musst, weil der unten raus halt wenig Drehmoment hat. Aber das bewahrheitet sich tatsächlich gar nicht. Ja.
Siehst du, und jetzt fährst du an die Ampel los und ich wollte gerade runterschalten hier, weil es einfach so die Gewohnheit ist. Und, ja, wir werden es jetzt hier auch nicht übertreiben. Ja. Es ist nicht unser Auto. Ja. Ich meine, ein V10 wird auch so gefahren, aber es ist nicht unser Eigentum, deswegen übertreiben wir es halt auch nicht. Siehst du, das Geräusch. Das Ansauggeräusch, wie geil das einfach klingt. Mit originalen Luftfiltern, aber dieses Flimmern einfach. Sehr, sehr schön. Ich glaube, wenn ich bei meinem dann noch diese Airbox drauf mache, dann wird es echt richtig brutal. So, wir sind im 3. Gang. Ich schalte jetzt einen runter. Oh, die Sporttaste kann ich an, jetzt aber. Ich wollte sagen, der zieht ja gar nicht. Ein anderer Klang, ne? Bei mir war es was dumpfer. Ja. Und auch das Ansauggeräusch einfach ein bisschen anders, weil ich halt die Luftfilter gemacht habe und nicht die Airbox. Und ich finde, der läuft sehr, sehr gut. SMG-Getriebe macht, musst am Ende bei einem handgeschalteten selbst machen, ein bisschen Zwischengas, aber es funktioniert schon. Und was das SMG, finde ich, schöner macht als der Handschalter, du merkst nicht diesen Übergang in das Schleppmoment vom Motor, weißt du, hier, wenn wir jetzt zum Beispiel runterschalten, dann gibt es so einen kleinen Ruck, sobald du einkuppelst, pass auf. Merkst du? Mhm. Wenn du hochschaltest, kein Problem. Aber jetzt mal, wenn du runterschaltest, machst du den hier. Die kurzen Sätze. Schön, ist auch beleuchtet. Ja. Ich meine, wir wollen jetzt auch nicht heizen, ne? Es geht jetzt einfach nur darum, tatsächlich im Fahrbetrieb zu sehen, wie funktioniert sowas. Ne? Es ist tatsächlich entspannter, unaufgeregter als das SMG. Und ich habe mir gestern dann auch die Frage gestellt, lässt du das vielleicht umbauen oder machen wir es selbst? Aber ich habe mich im Grunde am Ende dann dagegen entschieden, ganz einfach deswegen, weil das Auto dann nicht mehr original ist. Den Kombi gab es so nicht. Und wenn du halt einen originalen Touring hast mit SMG, ich sehe es nicht. Ja? Wenn hier jemand sich das umbaut und auch plant, das Fahrzeug auch lange zu halten und ihm das am Ende auch egal ist, was dann die Wertentwicklung anbetrifft, und ich will jetzt hier echt nicht sagen, dass sowas hier keine Fans findet, absolut nicht. Aber ich würde es einfach nicht machen. Ich lasse ihn so, wie er ist. Ich habe mich auch daran gewöhnt. Und selbst wenn du hiermit fährst und du findest das geil, setzt du und denkst, ey, das ist viel, viel geiler als SMG, setzt du dich nachher in den SMG-Wagen rein und denkst dir, ey, so viel schlechter ist es halt auch nicht. Und es ist am Ende wie immer eine Geschmacksfrage. Und deswegen werde ich es nicht machen. Sehe ich nicht. Lohnt sich auch nicht für diesen Aufwand. Wir haben sowieso so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Aber apropos, er hier hat noch ein intaktes SMG-Getriebe zu Hause liegen vom Umbau. Wenn von euch da draußen irgendwer noch so ein SMG-Getriebe sucht, dann uns einfach anschreiben. Wir geben dann den Kontakt weiter. Weil hier könnt ihr euch einfach auch sicher sein. Ich meine, das Auto ist sehr, sehr penibel gewartet. Ne? Der Kunde ist auch, er hat einfach einen hohen Anspruch. Und deswegen könnt ihr euch sicher sein, dass ihr dann nachher auch ein Getriebe bekommt, damit ihr euch dann nicht auf die Nase legt. Ist ja dann oftmals so, kaufst das bei Kleinanzeigen und dann ist das alles tipptopp und alles super. Und dann baust du die Klamotten ein und dann ist alles gemurkst. Mhm. Ja. Und die Idee war eigentlich halt auch, ich habe ihm dann gesagt, so, ey, du verkauf doch einfach die ganzen Klamotten einzeln, rüste alles ab, was am Getriebe dran ist, weil das Getriebe geht eigentlich mechanisch nicht kaputt, also mir ist da auf jeden Fall nichts bekannt. Und dann verkauf einfach den Kupplungssensor, dann oben den Gangsensor, den Ventilblock und vielleicht auch die Pumpe einzeln, da hast du mehr von. Hier geht's nicht.
auch nicht übertreiben, aber ich glaube, ihr hört das sehr, sehr schön raus, diese zwei Unterschiede und auch das Schalten hier. Na, du kannst im Grunde auch sehr, sehr, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, kann man sehr, sehr schaltfaul tatsächlich fahren. Da reichen dir 4, 5 und 6 vollkommen aus. Und auch auf der Landstraße kannst du wunderbar schalten, kuppeln ist jetzt nicht schwer. Das bekommt auch selbst ein ungeübter Fahrer sehr, sehr easy und locker hin. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich noch ganz kurz den Soundcheck. Und dann wäre ich auch fast so weit zu sagen, dass wir hier durch sind an der Stelle. Ich glaube, wir haben dann wieder eine halbe Stunde. Ja. Ihr kennt das, wie immer. Ne? Lasst das Glöckchen klingeln, abonniert für weiteren coolen Content bzw. schöne Inhalte. Wir geben uns da Mühe, euch damit zu versorgen. Also würde ich sagen, an der Stelle Schluss. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen arbeiten. Ne? Genug hier Video umgefahren. Und, ja, ich muss echt noch was tun. Ne? Und deswegen genießt das schöne Wetter, genießt das Video. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. Ciao.